Wenn du aktuell nur bei 60-70% Reifengrip unterwegs bist, verschenkst du jede Runde Zeit und fühlst dich trotzdem unsicher. Kommt dir bekannt vor? Dann zeige ich dir heute Schritt für Schritt, wie du Vertrauen in deine Reifen aufbaust und das Limit nicht nur findest, sondern auch kontrollieren und nutzen kannst, ohne dich dabei wegzuschießen, und was mir selbst geholfen hat. Bevor wir darüber reden, wie du mehr Grip nutzt, musst du verstehen, warum sich dein Kopf querstellt. Die meisten Hobbyfahrer glauben, ich bin ein Holzklotz und ich habe einfach kein Gefühl fürs Limit. Genau das Gleiche habe ich auch immer gedacht. Aber in der Regel stimmt das eigentlich gar nicht. Du hast ein Gefühl, aber deine Referenz für Grip ist extrem schmal. Die meisten von uns, ich selbst auch, fahren nur bei gutem Wetter, wenn es trocken ist, mit sehr griffigen Reifen, meistens mit Reifenwärmer und vor allem auf sauberem Asphalt. Das bedeutet, du bewegst dich fast immer in einem Bereich, wo du nur mit viel Reserve unterwegs bist und hast null Vergleich dazu, wie sich wenig Grip überhaupt anfühlt. Dein Gehirn kennt also nur zwei Zustände. Fühlt sich stabil an oder gleich bin ich tot. Wenn du immer nur im Komfort-Grip-Bereich unterwegs bist, lernst du zwar, wie sich viel Grip anfühlt, aber du lernst eben nicht, wie sich wenig Grip anfühlt. Und genau das macht dich unsicher, sobald es kälter wird, sobald du mal im Halbnassen unterwegs bist oder du halt auf der Strecke auch mal eine Stufe schneller fahren willst. Da fehlt halt alles genau dazwischen, und genau das Dazwischen brauchst du aber, um zu merken, aha, hier wird es leicht schwammig, hier fängt der Reifen an zu arbeiten und hier wird dann auch wirklich Schluss. Der Trick ist also nicht, magisch Gefühl für Grip zu entwickeln, sondern der Trick ist, deine Perspektive zu erweitern. Wie fühlt sich sehr viel Grip an, wie fühlt sich sehr wenig Grip an? Und was passiert zwischen diesen Extremen? Je breiter dann dein Spektrum ist, desto klarer kannst du einordnen, okay, ich habe jetzt 60% Grip, also fahre ich so und so. Anstatt, oh Gott, es fühlt sich anders an, lieber mache ich gar nichts mehr. Wie genau du an diese breitere Perspektive rankommst, gucken wir uns gleich an, aber vorher klären wir was Wichtiges. Guck dir mal Bilder von Trainings oder Rennen an, wo auf Sport-Touring-Reifen oder Hypersport-Straßenreifen gefahren wird. Da siehst du es auch immer wieder. Ein großer Schräglagenwinkel, am Kurveneingang wird noch ordentlich reingebremst, am Kurvenausgang ist das Bike schon deutlich am Beschleunigen. Und wenn du auf einem halbwegs aktuellen Sport- oder Trackday-Reifen unterwegs bist, gilt in 99% der Fälle, deine Technik ist der limitierende Faktor, nicht der Reifen. Das heißt nicht, dass du jetzt unendlich Grip hast, aber es heißt, dein Reifen ist nicht kurz vorm Abflug, nur weil du mal 5 Grad mehr Schräglage fährst als sonst. Rein vom Fahrverhalten gibt es grob 3 kritische Situationen. Hart anbremsen bei schon ordentlicher Schräglage, also Front stark belastet, wenig Aufstandsfläche. Sehr frühes, sehr hartes Gas bei viel Schräglage, der Klassiker für einen Highsider am Kurvenausgang. Oder plötzliche Lastwechsel oder Lenkimpulse am Limit, zum Beispiel ruckartiges Gas zu, Gas auf, hektisches Einlenken, während du schon viel Grip abforderst. Und wenn du die 3 Punkte verstehst und bewusst sauber fährst, hast du einen riesigen Sicherheitspuffer, selbst wenn du dich dann dem Limit näherst. Wenn du wirkliches Vertrauen in deine Reifen haben willst, brauchst du Erfahrungen mit verschiedenen Grip-Niveaus. Nicht nur Sommer, 28 Grad, neuer Pirelli, läuft. Aber wie kannst du das kontrolliert machen, ohne dich gleich auf die Schnauze zu legen? Ich gebe dir 3 Optionen, such dir die raus, die zu dir passt. Fahren im Regen, aber bewusst und strukturiert. Ich weiß, viele Hobbyfahrer, wie ich auch, sind Schönwetterfahrer. Aber genau da liegt riesiges Lernpotenzial. Fahr ganz bewusst mal einen Turn im Nassen oder bei Regen auf der Straße, aber nimm hierbei stark Tempo raus, acht auf genug Abstand zu anderen Fahrern oder Verkehrsteilnehmern und fokussiere dich auf eine saubere, runde Linie, weiche Lenkimpulse, sanftes Gas geben und bremsen und richtige Blickführung. Beobachte dabei dann aktiv das Feedback vom Moped. Wie fühlt sich das Vorderrad beim Anbremsen an? Wann wirkt das Heck so leicht beim Rausbeschleunigen? Wie verändert sich das Gefühl, wenn du minimal mehr Schräglage zulässt? Die Erfahrungen dann, die bleiben hängen, und beim nächsten leicht feuchten Turn bist du dann schon viel entspannter, weil dein Kopf das Muster eben schon kennt. Der zweite Weg, mit Absicht übers Limit gehen bei lockeren Untergründen oder zum Beispiel auch beim Pitbike fahren. Wenn du die Möglichkeit hast, mal auf einer Enduro- oder Motocross-Strecke zu fahren oder auf ein Pitbike-Training zu gehen, dann nutzt das. Nicht umsonst sind so ziemlich alle Profis auch im Dreck oder auf Mini-GPs unterwegs zum Trainieren und weiter, um ihr Gefühl zu verbessern. Weil dort lernst du in relativ niedriger Geschwindigkeit, wie es sich anfühlt, wenn das Hinterrad bewusst quer kommt, wie du mit kleinen Gas- und Lenkimpulsen das Bike dann wieder einfängst, und auch, dass ein Rutscher nicht automatisch einen Crash bedeutet. Und das Körpergefühl nimmst du dann mit auf den Asphalt. Und die dritte Möglichkeit, die ihr regelmäßig sowieso habt, der Reifenwechsel als Vergleichstest. Wenn du von alten, harten oder eckigen Gummis auf einen frischen Reifen wechselst, acht bewusst darauf, wie unterschiedlich sich der Grip anfühlt. Wie liegt das Bike beim Einlenken? Wie fühlt sich die Bremse an? Wie zieht es am Kurvenausgang raus?
Ihr kennt mich, ich fahre sehr viel alte gebrauchte Reifen. Das mache ich nicht nur, um Geld zu sparen, sondern wirklich bewusst, um das Gefühl für ein rutschendes Hinterrad zu entwickeln oder wie sich im direkten Vergleich zu einem frischen Reifen dann das Vorderrad auf der Bremse und beim Einlenken anfühlt. Ganz wichtig, ich sage jetzt nicht, dass ihr alle unbedingt auf alten Pellen rumgurken sollt, dadurch das Sturzrisiko erhöht etc. Fahrt Reifen so lange, wie ihr euch selbst wohl und sicher damit fühlt und wechselt im Zweifel lieber früher als zu spät. Aber wenn ihr dann gewechselt habt, dann vergesst mal die Rundenzeit, sondern achtet explizit drauf, wie sich der Grip anfühlt, wie sich das Gefühl vom Bike verändert hat und so weiter. Der Punkt ist, du willst ja Unterschiede spüren lernen, damit dein Hirn langfristig unterscheiden kann, alles okay, die Reifen arbeiten einfach und okay, jetzt wird's wirklich wenig Reserve. Weil dann weißt du, wie sich wenig und viel Grip anfühlt und kannst auch richtig spüren und einordnen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, wie du dich dem Limit näherst, ohne drüber zu schießen. Viele stellen sich das Limit so vor: Ich fahre einfach mal richtig schnell und wenn es mich hinmault, weiß ich, das war zu viel. Ja, das ist vielleicht mutig, aber ist auch ziemlich dumm und nicht das, was wir wollen. Angenommen, dein aktuelles Level ist so 70% von dem, was Reifen und Gesamtpaket hergeben, dann ist dein Ziel nicht, innerhalb von einem Turn direkt auf 90% zu springen, sondern dein Ziel ist, von 70 auf 71 zu gehen, dann auf 72 und so weiter. Von Turn zu Turn erhöhst du also immer nur eine Variable und das mit Gefühl. Zum Beispiel bisschen später bremsen oder gleicher Bremspunkt, aber bisschen länger in die Kurve reinbremsen oder minimal mehr ans Gas am Kurvenausgang oder gleiche Geschwindigkeit in der Kurve, aber mit der Körperhaltung weiter zum Kurveninneren lehnen. Wenn sich das dann gut anfühlt, behältst du genau das bei. Wenn nicht, gehst du wieder einen Tick zurück und arbeitest erstmal an deiner Technik. Körperspannung, Sitzposition, Blickführung, Bremspunkt und so weiter. Wichtig ist immer, du sollst nicht testen, ob es geht, sondern wie es sich anfühlt. Nur so lernt nämlich dein Gehirn, okay, hier kann ich mehr geben, ohne dass es gefährlich wird. Was du nicht machen solltest, sind typische Fehler wie nach einem Überholmanöver dann direkt mal 5 Sekunden schneller fahren wollen oder im Regen denselben Bremspunkt wie im Trockenen auszuprobieren, nur um zu gucken, was geht. Oder in einem Turn gleichzeitig später bremsen, mehr Schräglage und früher ans Gas probieren. Jedes Mal, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig änderst, kommst du aus dem kontrollierbaren Bereich raus und wenn dann was rutscht, dann weißt du gar nicht warum und dein Vertrauen ist komplett wieder im Keller. Im nächsten Kapitel geht es darum, wie du mit Körperhaltung und Technik deinen Reifen überhaupt erst die Chance gibst, ihr Potenzial auszuspielen. Bei Reifen gilt das Gleiche wie in anderen Lebenssituationen. Vertrau dir selbst und nicht nur dem Gummi. Wenn du weißt, ich mache mit dem Motorrad nichts Dummes, dann fällt es dir viel leichter, auch mehr Grip zu nutzen. Entscheidend dabei sind 3 Punkte. Reifen hassen Hektik. Das bedeutet, beim Bremsen nicht hacken, sondern progressiv aufbauen und progressiv abbauen. Beim Lenken einen klaren Lenkimpuls geben, danach nur noch leichte Korrekturen und das Gas sanft anlegen und gleichmäßig weiter öffnen. Wenn du in der Kurve nämlich plötzlich die Bremse zackig löst, mit dem Lenker rumruderst oder das Gas zuhackst, erzeugst du Lastspitzen. Die fühlen sich nicht nur für dich unsicher an, sondern bringen den Reifen auch näher ans Limit, als eigentlich nötig wäre. Je weiter du deinen Oberkörper nach innen bringst, desto weniger muss das Motorrad selbst kippen, um dieselbe Liniengeschwindigkeit zu fahren. Du kannst also schneller fahren bei gleicher oder sogar geringerer Schräglage vom Motorrad. Wie das genau geht, habe ich dir im Detail schon häufiger in diversen Videos erklärt. Ich verlinke dir dazu mal eins hier oben in der Infocard und unten in der Videobeschreibung. Viele haben einen riesen Schiss vom Vorderradrutscher. Ja, zu Recht, der ist auch schwerer abzufangen. Aber deshalb achte drauf, dich vorne ein bisschen konservativer ranzutasten. Keine Vollbremsung in tiefer Schräglage. Lenkimpuls setzen, während du die Bremse schon leicht gelöst hast. Hinten dagegen kannst du ein bisschen mutiger testen, da ist so ein leichtes Rutschen am Kurvenausgang eher ein Hinweis, dass du jetzt so an der Abrisskante vom Grip unterwegs bist und das ist oft gut kontrollierbar. Wenn du dann ruhig reagierst, zum Beispiel Gas halten und nicht weiter aufziehen oder gegebenenfalls sanft wieder einen Tick zudrehen. Ganz wichtig, aber auch hier keine abrupten Manöver wie Gas schlagartig zudrehen oder ruckartig aufreißen. Schön gefühlvoll mit dem Gas spielen und dabei spüren und darauf achten, wie das Motorrad reagiert. Wenn du beides trennen kannst, mental wie fahrerisch, bekommst du ein viel klareres Bild, wo du welche Reserven hast. Das Ganze übst du jetzt bei jeder möglichen Gelegenheit und versuchst so, dir dann nach und nach in kleinen Schritten mehr Gefühl für Grip und Reifen anzueignen. Denke auch nicht, dass der Prozess super schnell geht oder irgendwann abgeschlossen ist. Wie gesagt, selbst Profis, wo den ganzen Tag nichts anderes machen als Motorrad zu fahren, üben das tagtäglich weiter. Und hier im Video zeige ich dir jetzt noch 7 Fehler, die dich als Fahrer sofort langsamer machen.